So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich hatte eine Pause zwischendrin wegen Osterferien und da war ich nicht da und da hatte ich keine Zeit. Jetzt kann ich hoffentlich wieder regelmäßiger uploaden. Wir werden mal sehen. Ich muss immer mehr auf meine Klausuren lernen und ja, aber das werden wir schauen. Heute auf jeden Fall muss der Hummel noch mal ein bisschen an seinem Kinderwagen arbeiten. So, ich glaube, das Hummelbaby wurde gerade rausgejagt. Er hing gerade die ganze Zeit beleidigt hier drin rum. Der ist beleidigt. Hummel, der ist draußen, ne? Ja. Einer hat die Leckerlis schon gefunden. Der andere nicht, der ist irgendwo draußen. Ja, er hat sich sein Netz ausgezogen. Ja, ich springe jetzt eh mit ihm, also. Hummel. Was ist denn das hier? Guck mal, jetzt habe ich eine Leine. Der Hummel muss jetzt seit neuestem ein Netz im Garten tragen. Weil das habe ich auf Instagram ja schon erzählt, also dass er hyperallergen ist. Und ein Problem, das er hat, ist, dass er Nüsse und allen möglichen anderen Mist, der im Garten noch so rumfliegt, nicht verträgt. Aber wenn er allein im Garten ist, dann knackert er immer Nüsse oder frisst irgendeine Fuchskacke oder irgend sowas. Das ist nicht so gut, weil dann entzünden sich seine Ohren wieder und die Pfoten jucken ganz doll und jetzt hat er auch einen Hautausschlag auf dem Rücken. Deswegen muss er jetzt, wenn er alleine im Garten ist, so ein Netz tragen. Damit kann er nämlich hecheln, trinken, bellen und so weiter und so fort. Aber er kann nichts fressen. Entweder er trägt dieses Netz oder wir müssen die ganze Zeit auf ihn aufpassen und er kann nie alleine raus. Ist auch doof. Er hat sich jetzt ausgezogen, der tolle Typ, weil natürlich mag er das nicht. Und er ist immer tödlich beleidigt, wenn wir es ihm anziehen. Aber gut, wir alle wissen, dass Klein Hummel auch ein bisschen eine Drama-Queen ist. Aber gut, jetzt braucht er es ja nicht, weil jetzt passe ich ja auf, dass er keinen Mist macht. Jetzt ja hier. Deswegen können wir dir das jetzt ausziehen, Hummel die. Mir fällt gerade auf, dass ich eventuell was zum Abkühlen vergessen habe für den Hummel. Wie immer, es passiert mir ständig. Bitte stehen Sie einmal auf, denn jetzt wird gearbeitet. Jetzt geht's los. Ich habe mich das letzte Mal noch gefragt, kann er das? Es ist ja so eng und alles. Und naja, natürlich hat es Mister überhaupt nicht gejuckt. Na gut, wir nehmen jetzt den Kinderwagen wieder auf, nicht wahr, Hummel die? So, also heute geht es ja echt schnell mit dem Auf- und Abbauen, das muss man ja schon sagen. Das finde ich sehr praktisch.
wir machen es jetzt eine Stufe schwieriger. Mit dem Kinderwagen so hat er ja gar keine Probleme. Ich gebe zu, ist jetzt auch nicht viel höher. Streng genommen tut er immer dann hier so durchspringen. Also viel höher springt er gar nicht. Aber es sieht natürlich höher aus. Und das ist ja eigentlich das Problem. Nicht, dass er es nicht kann, sondern dass er sich unsicher ist. Und daran arbeiten wir ja, nicht wahr? Also wie man vielleicht gesehen hat, er cheatet ein bisschen, indem er sich hier so durchschlängelt. Aber die ersten 2 Male war es, glaube ich, das erste Mal auf jeden Fall, ist er ja fast komplett rübergesprungen. Also langsam wird's. Vielleicht schaffen wir nächstes Mal einmal mit einer Stange rüber. Arbeiten wir uns langsam ran. Werden wir mal gucken. Irgendwie läuft es heute ziemlich schnell, muss ich sagen. Läuft übel flott heute, weil ich auch nicht so viel auf- und abbauen muss. Zu, das ist jetzt überhaupt nicht schwer, aber mir gehen halt übel die Ideen aus. Ja, deswegen hat es der Hummel heute ein bisschen leichter. Man merkt, langsam wird der kleine Hummel erschöpft. Es lief heute aber echt super fix, also auch weil das Auf- und Abbauen so wenig Zeit gekostet hat. Ach übrigens, mir fällt gerade auf, kleiner Funfact, ich habe letzte Mal vergessen, die Bälle aufzuräumen. Die chillten jetzt den gesamten Urlaub, wenn wir weg waren, hinten im Garten. Ja, wunderschön. Pass. Körpersprache sagte irgendwie alles. Also ich meine, wie man vielleicht jetzt von der Seite so ein bisschen sieht, ist es groß genug, dass er schlecken und ja, trinken kann und alles. Man kann sogar an der Seite so Leckerlis reinschieben, man kann ihn damit also auch füttern, aber er selbst kann halt nichts fressen. Ja, toll.
findet er es nicht. Er ist immer beleidigt, dass wir ihm das Ding anziehen. Nicht wahr? Du bist beleidigt. Ja, du bist beleidigt. Da sieht man, kann schön schlecken. Ja, deswegen legt er sich dann immer hin und leidet ganz doll. Wirklich leiden tut er nicht, mal wieder, weil wenn man nicht hinguckt oder er sich unbeobachtet fühlt, dann streift er hier nämlich auch ganz normal durch den Garten. Es ist also die Nummer, die er immer durchzieht. Wenn ihm etwas nicht passt, dann geht es ihm immer ganz schlecht. Außer wenn keiner zuguckt, dann geht es ihm wieder gut. Ja, gut Hummel. Weil ich ziehe ihm jetzt schon sein Netz an, weil ich passe jetzt nicht auf, ob er, während ich aufräume, wirklich jetzt noch hier hinten bei mir liegen bleibt oder ob der schon weggeht. Weggehen wird er wahrscheinlich nicht. Er wird jetzt hier ganz beleidigt liegen bleiben und sich in Szene setzen. Aber ja. Ganz in seinem Sinn war das jetzt ja nicht. Jetzt hat er sich da schön leid inszeniert und dann filme ich ihn gar nicht. Wenn er wüsste, was die Kamera macht, wäre er deswegen bestimmt auch beleidigt. Na gut, lief heute eigentlich ziemlich smooth. Ich habe auch das Gefühl, das gefällt ihm sowas besser als so seine Reihen, wo er auf seine Füßchen achten muss. Einfach immer mehr rennen und springen und hüpfen und sich freuen, nicht wahr? Ja, scheint ihm gut zu gefallen. Ja, lief heute übel smooth, wie gesagt, weil ich musste ja gar nicht viel auf- und abbauen. Ging ja heute ziemlich alles leicht, weil irgendwie zurzeit auch der Boden perfekt ist. Der ist nicht festgefroren wie im Winter, aber er ist noch nicht so sandig, staubig, durchwühlt, wie es dann im Sommer ist. Und guck mal, wie grün es einfach wird. Voll schön. Naja, gut. Ja, Hummelbär liegt jetzt hinten im Wald und kommt nicht mit. Guti, ja. Genau. Wir hatten auch Glück, eigentlich war Regen angesagt. Hat nicht geregnet, nicht so wie letztes Mal. Ja, deswegen, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche. Ich kann es nicht garantieren, weil, wie gesagt, ich muss auch meine Klausuren lernen. Aber ich versuch's.